Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Nach dem Regen kommt die Sonne, nach dem Tal kommt der Berg. The show must go on. Mund abwischen, weitermachen. Das ist die Philosophie von Real Madrid. Und für mich, so viel kann ich verraten, hat gestern die neue Saison von Real Madrid gestartet. Und nicht nur für mich, sondern auch für Real Madrid selber. Wenn man als Madridista gestern gedacht hat, wie viel kann an einem Tag passieren? Real Madrid sagt ja. Denn zunächst einmal haut Fabrizio Romano sein offizielles Here We Go raus für Xabi Alonso als neuen Trainer von Real Madrid. Und in der Welt des Fußballs ist ein Here We Go des Italieners das, was einem Vertrag am nächsten kommt. Aber er hat nicht nur mitgeteilt, dass Xabi Alonso neuer Trainer von Real Madrid wird, ich meine, das wussten wir inzwischen auch alle, sondern er hat auch mitgeteilt, ab wann er neuer Trainer ist und welche Voraussetzungen er an Real Madrid mitgegeben hat, auf die sich Real Madrid auch eingelassen hat. Also welche Spieler soll Real Madrid verpflichten? Diese Infos kriegt ihr natürlich in dem Video. Und ein paar Stunden später, nachdem der Schock gerade verdaut war, was heißt der Schock für mich? Die Freude. Erscheint ein offizielles Kommuniqué von der brasilianischen Nationalmannschaft, die Carlo Ancelotti als ihren neuen Trainer bekannt geben. Der Chef vom brasilianischen Verband hat danach auch ein Statement abgegeben und Carlo Ancelotti offiziell als neuen Trainer von Brasilien bekannt gegeben. Und bis jetzt, naja, vielleicht wenn ihr das Video seht, hat sich das geändert, aber Stand jetzt, circa 16 bis 18 Stunden nach diesem Kommuniqué der brasilianischen Nationalmannschaft hat sich Real Madrid immer noch nicht dazu geäußert. Das heißt, Carlo Ancelotti ist zurzeit Schrödingers Katze. Wir wissen nicht, ist er schon tot oder lebt er noch? Also, was da los ist und warum Real Madrid anscheinend das noch nicht mitteilt, das erfahrt ihr natürlich im Video. Und zu guter Letzt die Nachricht, die viele von uns interessiert. Denn ich glaube, inzwischen sämtliche spanischen Medienportale sind sich einig, Real Madrid möchte zur Club-WM 3 neue Spieler mitnehmen. Und ich kann euch sogar die Namen nennen von diesen 3 Spielern. Also, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Lass mich mit dem Real Madrid Update beginnen, denn heute haben wir das Here We Go, was ich euch schon seit Monaten erzähle. Woche bestätigte ich das Timing und Real Madrids Zuversicht, Xabi Alonso als Trainer bei der FIFA Club WM Mitte Juni zu haben. Ich bestätigen, dass Xabi Alonso dabei sein wird. Xabi Alonso wird der Trainer von Real Madrid, das wissen wir. Es ist beschlossene Sache, es ist vereinbart. Der Trainerstab, das Gehalt, die Vertragslaufzeit von 3 Jahren, der Sommerplan, alles geregelt. Verträge sind fertig. Xabi Alonso kann als neuer Cheftrainer von Real Madrid betrachtet werden. Xabi Alonso hat auch dem Zeitplan zugestimmt und Bayer Leverkusen ermöglicht, dass Xabi bei der Club-WM Real Madrid trainieren wird. 2 Optionen. Xabi Alonso oder Santiago Solari als Interimstrainer. Sie sollte Ende Juli übernehmen, kommt aber nun sofort als neuer Trainer von Real Madrid. Die in den letzten 48 Stunden gemeldete Zuversicht wird Realität. Die Real Madrid bekommt ihren neuen Trainer Xabi Alonso. Wird bei der Club-WM dabei sein, einem wichtigen Teil der Saison. Trent Alexander-Arnold soll im Kader stehen. Warum wollten sie so dringend beschleunigen? War trophäenarm, will bei der Club-WM alles geben, sie gewinnen und Xabis Projekt bestmöglich starten. Der neue Coach wird bald alle Dokumente unterschreiben und ab der Club-WM offiziell übernehmen.
Ja, das war das offizielle Here We Go von Fabrizio Romano. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn uns an sich allen schon klar war, dass Xabi Alonso zu Real Madrid kommt, tut es trotzdem gut, dieses Here We Go zu hören. Denn wir alle haben vor einer Woche noch gesehen mit Ancelotti und Brasilien, wie schnell auf einmal so ein Vertrag, der sicher schien, sich auf einmal in Luft auflösen kann. Und ich glaube, der Madridismo hätte so einen Schock nicht vertragen. Wir alle sind sehr glücklich, zumindest ich, dass Xabi Alonso Real Madrid übernimmt. Aber wie versprochen, der Italiener hat nicht nur gesagt, dass er kommt, er hat auch gesagt, wann er kommt. Und zwar übernimmt Xabi Alonso in 2 Wochen, also am 1. Juni, das Traineramt von Real Madrid. Er trainiert Real Madrid bei der Club-WM. Ich habe euch oft genug gesagt, wie ihr es auch bei Fabrizio gehört habt, diese Club-WM ist für Real Madrid enorm wichtig. Zum einen finanziell, zum anderen vom Prestige her. Es ist ein Turnier, was nur alle 4 Jahre gespielt wird. Ich hoffe natürlich, dass Real Madrid das erste Exemplar gewinnen kann, wie wir es auch damals bei der Champions League gemacht haben. Ja, und wie versprochen, Fabrizio Romano hat danach, heute Morgen war das, also Gott sei Dank habe ich das Video ein bisschen später gestartet, auch noch folgenden Tweet abgesetzt. Und zwar blende ich den jetzt neben mir ein. Real Madrid hat beschlossen, diesen Sommer einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Dies ist ein klares Zeichen von Xabi Alonso, das vom Management akzeptiert wurde. Im Rahmen der Transferstrategie ist der Verein zudem weiterhin auf der Suche nach einem neuen linken Verteidiger. Also auch ein Fabrizio Romano bestätigt, Xabi Alonso in den Vertragsgesprächen hat klargemacht, Leute, ich komme, aber wir brauchen dringend einen neuen Innenverteidiger. Und auch ein Xabi Alonso möchte einen neuen linken Verteidiger. Auch er vertraut nicht auf Mendy und Fran Garcia. Wie soll man das auch? Der Mann ist Trainer und kein Zauberer. Ja, wie dem auch sei, diese Aussage von Fabrizio Romano hat gestern die Informationswelle so ein bisschen ins Rollen gebracht. Denn ein paar Stunden später kam auf einmal die Information vom brasilianischen Verband: Carlo Ancelotti ist der neue Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft. Und der ganze Madridismo hatte die Mundklappe offen und denkt sich, wie kann das sein, dass unser Trainer Real Madrid verlässt und wir das nicht von Real Madrid erfahren, sondern von Brasilien? Also es ging sogar noch weiter. Ich zeige euch das Statement vom Präsidenten der brasilianischen Föderation. Hallo brasilianische Fans. Zunächst danke ich für Ihre Geduld und Unterstützung während dieses Prozesses. Mit Freude verkünde ich, die erfolgreichste Seleção wird vom weltbesten Trainer Carlo Ancelotti geführt. Ancelotti coacht das Team in der WM-Quali und bei der WM im nächsten Jahr. Der einzige Trainer mit 5 Champions League-Titeln und Siegen in den Top 5 Ligen Europas. Der Trainer erfüllt seine Verpflichtung bei Real Madrid bis Saisonende. Danke auch Real Madrids Präsident Florentino Pérez und José Ángel für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Ja, ihr hört es selber. Carlo Ancelotti, der erfolgreichste Fußballtrainer aller Zeiten, übernimmt die erfolgreichste Nationalmannschaft aller Zeiten. Die Titel von ihm wurden nochmal aufgezählt und es wurde sich auch bedankt bei Real Madrid, bei Florentino Pérez, bei José Ángel Sánchez. Aber wir haben jetzt fast einen ganzen Tag später, 18 Stunden von mir aus, und Real Madrid hat immer noch nichts zu diesem Thema gesagt. Dann gingen gestern die Gerüchte los, Ancelotti sei Real Madrid in den Rücken gefallen, Brasilien habe keinen Respekt vor Real Madrid etc. pp. Aber dann wurden die Informationen im Laufe des Tages schon ein bisschen weniger und laut José Félix Diaz ist dieses Kommuniqué von Brasilien mit Real Madrid abgesprochen gewesen. Und wenn man sich dann fragt, warum macht Real Madrid dann kein offizielles Statement? Die Aussage anscheinend, die aus den Quellen rund um Real Madrid kommt, also und Florentino Pérez hat das anscheinend nicht selber gesagt, aber hat diese Information gestreut, ist:
Real Madrid möchte nicht 24 Stunden nach so einer bösen Niederlage wie gegen Barcelona Carlo Ancelotti quasi kündigen oder vom Verein verabschieden. Real Madrid denkt sich, dass dieser Trainer eine Legende des Madridismo ist und er hätte es nicht verdient, so vom Hof gejagt zu werden. Quasi, wir verlieren gegen Barcelona, Kurzschlussreaktion, wir kicken jetzt hier den Trainer. So möchte Real Madrid nicht das Bild nach außen darstellen. Deshalb lässt sich Real Madrid mit ihrem offiziellen Statement Zeit. Carlo Ancelotti soll auch einen Abschied kriegen wie Toni Kroos, mit einem riesen Emblem im Stadion, ein Wimpel, was auch immer, da eine Choreo soll gemacht werden. Er soll auf dem Platz sein mit allen Spielern, mit allen seinen Trophäen etc. Und ich finde, das ist Real Madrid diesem Trainer auch schuldig. Ich bin wohl der härteste Carlo Ancelotti-Kritiker in dieser Saison gewesen. Und zwar vom ersten Saisonspiel an, weil ich erkannt habe, das Ganze läuft in eine falsche Richtung. Trotz alledem, das habe ich in meinen Videos schon oft gesagt, ihr hört es jetzt auch nicht zum ersten Mal, ändert das absolut nichts am Legendenstatus von Carlo Ancelotti. Der hat sich seinen Abschied verdient. Also, kein Diss, kein Streit zwischen Real Madrid und Brasilien. Das war abgesprochen. Real Madrid möchte Carlo Ancelotti einfach nicht so schnell entlassen. Für die Brasilianer unter euch oder für diejenigen, die die brasilianische Nationalmannschaft interessiert, mich interessiert die immer, Carlo Ancelotti scheint anscheinend auch schon mit Casemiro und Neymar geredet zu haben. Er möchte sie beide als wichtigen Teil der WM nächstes Jahr sehen. Mich würde es freuen, weil ich schaue Brasilien immer gerne beim Fußballspielen zu. Ja, wie gesagt, das waren die Headlines gestern in der Welt von Real Madrid. Aber vorgestern Abend gab es schon die ersten Informationen von El Chiringuito. Ihr wisst, von El Chiringuito halte ich nicht besonders viel. In den letzten Jahren lagen sie sehr oft falsch. Die Information hätte ich euch an sich auch nie gezeigt, wenn sie danach nicht bestätigt worden wäre von Marca und von Onda Cero und quasi von Fabrizio Romano auch. Damit ihr wisst, über was ich rede, hört euch das einmal an. Also, Xabi Alonso wird ab dem 1. Juni Trainer von Real Madrid sein. Er unterschreibt für 3 Saisons. Es gab Zweifel, was bei der Club-Weltmeisterschaft passieren würde. Ob Ancelotti, ob Solari, Xabi Alonso wird zur Club-Weltmeisterschaft reisen. Das wird eine der Neuigkeiten sein, aber nicht die einzige. Denn auch die 3 neuen Neuzugänge von Real Madrid werden mitreisen. Die 3 neuen Neuzugänge von Real Madrid reisen zur Club-Weltmeisterschaft. 3 Verpflichtungen, die alle 3 bei der Club-WM spielen sollen. Und auch wenn Pedrerol, der Leiter von diesem Chiringuito, die Namen euch noch nicht verraten wollte, ich werde euch die Namen verraten. Denn auch einen Tag später hat Pedrerol selber die Namen verraten. Aber wie gesagt, Marca ist ihm zuvorgekommen. Marca hatte gestern auch eine Headline in ihrer Zeitung, auch die gleiche Information. Und zwar Real Madrid möchte 3 neue Spieler mit zur Club-WM. Und das Ganze wurde abends von Onda Cero auch noch einmal bestätigt. Also verschiedene Quellen haben alle das Gleiche gesagt. Real Madrid möchte, wie gesagt, diese 3 Spieler. Und wer diese 3 Spieler sind, das stand gestern schon in allen Artikeln. Aber lassen wir Pedrerol nochmal reden. Hört euch das einmal an. Außerdem sind sie nicht die einzigen, sagen wir mal, was wir euch erzählen ist, dass Madrid 3 Spieler verpflichten wird, die zur Club-Weltmeisterschaft fahren werden. Okay? 3 Verteidiger, Arnold, Hausen und Carreras. Ziel von Real Madrid. Arnold ist bereits verpflichtet. Ich will, dass diese 3 zur Club-Weltmeisterschaft gehen, aber die Transfers sind noch nicht abgeschlossen. Ja, ihr seht schon, heute gibt es verdammt viele Videos. Ja, und zwar Dejan Huijsen, Alvaro Carrera und natürlich Trent Alexander-Arnold. Das sind die Auserwählten, die Spieler, die auf der Wunschliste jeweils oben stehen auf ihrer Position. Also, bei Trent Alexander-Arnold sind sich alle einig, auch ein Fabrizio Romano, habt ihr schon gehört, Trent Alexander gehört schon zu Real Madrid. Es sind jetzt noch einige Klauseln, die mit Liverpool geklärt werden müssen, weil der Vertrag, wie gesagt, bis zum 30. läuft, aber die Club-WM startet schon am 13. Ich bin mir sicher, Real Madrid und Liverpool werden da eine Lösung finden. Dann Dejan Huijsen.
Die Information hatte ich euch schon vor einer Woche schon gegeben, aber gestern auch bei Cadena Ser. Ihr seht, ich blende euch immer die verschiedenen Quellen ein, wenn ich darüber rede, damit ihr auch die gleichen Informationen habt wie ich. Die haben gesagt, Real Madrid ist jetzt einen riesen Schritt näher gekommen an der Verpflichtung des spanischen Nationalspielers. Ein expliziter Wunsch von Xabi Alonso war, dass der Innenverteidiger neu positioniert werden muss. Real Madrid hat in Absprache mit Xabi Alonso Dejan Huijsen in Angriff genommen und so wie es aussieht, ist es der bestplatzierte Spieler. Der Vater vom Spieler, der gleichzeitig auch sein Berater ist, soll auch schon vieles in die Wege geleitet haben mit Anwälten etc. pp. Dejan Huijsen selber und sein Vater vor allem wollen, dass Dejan seinen Wunsch erfüllen kann und bei Real Madrid spielen kann. Also Stand jetzt scheint alles in die richtige Richtung zu gehen und es muss ja verdammt schnell gehen, wenn der Junge heute in einem Monat schon für Real Madrid debütieren will. Also bin ich gespannt, aber das ist der Name Nummer 2. Trent Alexander-Arnold war die 1, Dejan Huijsen ist die 2 und jetzt kommt der dritte Name, der mich persönlich nicht komplett begeistert. Und zwar Álvaro Carrera, der linke Verteidiger von Benfica Lissabon. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer? Ja, dann seid ihr nicht alleine. Naja, den Namen, ich muss ganz ehrlich sein, höre ich inzwischen schon seit fast einem Monat, dass er immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Hat mal in der Jugend von Real Madrid gespielt, ist irgendwann nach Manchester United gewechselt, hat es da nicht ganz geschafft, ist nach Benfica ausgeliehen worden und bei Benfica Lissabon ist er jetzt so richtig explodiert. Aber er war ein Name von vielen. Ich habe auch gehört, dass Real Madrid an Theo Hernandez dran ist. Ich habe gehört, dass Real Madrid an Kerkesch dran ist. Ich habe gehört, dass Real Madrid an Miguel Gutierrez dran ist. Und ich habe auch gehört, dass Real Madrid an Grimaldo dran ist. Also, wie ihr hört, verdammt viele Namen waren unterwegs. Aber laut aller Medien, alle sind sich einig, Álvaro Carreras ist der Auserwählte, steht auf Platz Nummer 1. Und ganz ehrlich, das macht mich persönlich jetzt nicht glücklich. Trent Alexander-Arnold gehe ich voll mit, Dejan Huijsen gehe ich voll mit, aber Álvaro Carreras, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Jungen gesehen gegen Barcelona für Benfica, der hat ganz okay gespielt, aber es war jetzt kein Spieler, wo ich gedacht habe, wow. Und er erinnert mich so ein bisschen an den Transfer von Fran Garcia. So, schien bei Rayo Vallecano auch ein super Fußballer zu sein. Aber es ist was anderes bei einem Verein wie Rayo Vallecano oder bei einem Verein wie Real Madrid. Okay, ein Álvaro Carrera hat die Champions League mit Benfica gespielt, eine gute Saison gespielt, also etwas mehr Erfahrung als Fran Garcia. Aber ich frage mich, wenn Real Madrid keine 40 Millionen Euro ausgeben wollte für einen Alphonso Davies, den für mich immer noch besten linken Verteidiger der Welt, warum sollten wir 50 Millionen ausgeben für einen Álvaro Carrera? Für einen Jungen, wo wir nicht wissen, in welche Richtung er sich entwickelt. Grundsätzlich vertraue ich ja Real Madrid und ihrer Transferpolitik, aber bei Fran Garcia lagen sie auch schon falsch. Und wenn ihr mich fragt, von den ganzen Namen, die ich euch eben genannt habe, die wir gehört haben, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ein Kerkesch, ich habe mir ein Highlight-Video angeschaut und mal ein Spiel, sage ich das gleiche wie zu Álvaro Carrera. Natürlich tolles Potenzial der Junge, eine tolle Saison, aber bevor ein Spieler nach Real Madrid kommt, meiner Meinung nach sollte er das Ganze 2-3 Saisons bestätigt haben, damit wir auch wirklich wissen, was kommt. Deshalb bin ich mir bei beiden etwas unsicher. Ein Theo Hernandez, der spielt seit Jahren auf einem hohen Niveau bei AC Mailand. Aber bei diesem Spieler hat mir persönlich immer die Seriosität ein bisschen gefehlt. Wenn er jetzt nach Madrid kommt, mit den pinken Haaren aufhört, verzeiht mir, dass ich das jetzt so sagen muss, aber seriös sich auf Fußball konzentriert, dann hat er natürlich das Potenzial, einer der Besten der Welt zu sein. Körperlich ist das der Verteidiger, der wahrscheinlich einen Alphonso Davies am nächsten kommt. Aber wenn ihr mich fragt, ich glaube tatsächlich, wenn ich frei entscheiden dürfte, würde ich wahrscheinlich eher einen Grimaldo nehmen. Denn auch ein Miguel Gutierrez sehe ich bei Girona, aber auch da ist keine Saison, wo ich denke, der zerstört jetzt hier die Fußballwelt. Und was ein Grimaldo bei Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso geleistet hat, hat mich komplett begeistert.
begeistert. Der ist jetzt keine Langzeitlösung, der ist eine Lösung für vielleicht 3, 4, 5 Jahre. Der Junge ist 29, also die Saisons hat er auf jeden Fall noch in den Knochen, hat die Erfahrung, spanischer Nationalspieler, mit Leverkusen brillant gespielt, die Jahre davor schon in Portugal super gespielt. Das ist ein Verteidiger, der mir Sicherheit vermittelt. Vor allem vermittelt er auch das, was Real Madrid braucht. Einen sicheren, strukturierten Spielaufbau. Ich kenne kaum einen spielstärkeren Fußballer als Grimaldo. Ich meine, wie gesagt, Alphonso Davies wäre immer noch meine erste Wahl. Er ist unmöglich und ein Alphonso Davies ist vielleicht am Ball nicht mal genauso stark wie ein Grimaldo. Ein Alphonso Davies macht das körperlich aber dann locker wieder weg. Wenn er den Ball verliert, sprintet er nach hinten und holt sich den Ball wieder. Also ihr hört schon, ich bin ein ganz großer Davies-Fan. Aber wie dem auch sei, der ist nun mal nicht möglich. Ein Grimaldo wäre ein Spieler, wo ich jetzt schon wüsste, der wird bei Real Madrid abliefern. Der hat unter Xabi Alonso abgeliefert. Und ich glaube, auch mit Bayer Leverkusen kann man zu vernünftigen Transferzahlungen kommen. Das kommt nämlich noch dazu, bei Álvaro Carrera. Benfica Lissabon hat diesen Jungen noch bis 2029 unter Vertrag. Und Benfica Lissabon ist europaweit bekannt als Mannschaft, die sehr, sehr teuer verkauft. Also ich glaube, Real Madrid müsste für Carrera so tief in die Tasche greifen. Und dafür wäre ich mir inzwischen einfach noch nicht sicher genug. Ich habe den Jungen dafür noch nicht jahrelang auf einem hohen Real Madrid-Niveau gesehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht denkt ihr, Mario, vertrau mir, Kerkez oder was auch immer. Lasst das bitte in den Kommentaren. Lasst auch bitte, was ihr zu diesem Video, zu diesen ganzen Informationen zu sagen habt. Absolut verrückt, was gestern in der Welt von Real Madrid alles passiert ist. Ja, und wenn ihr schon mal da unten seid, lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da und teilen, followen etc. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. A la Madrid!